Der sieht klein und fies aus. Unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be calm. Have a closer look. Also das ist Ludleth of Courland, der hier mal auf diesem Thron saß oder halt immer noch sitzt. Und entweder er hat keine Beine mehr oder er hat sehr kurze Beine oder was auch immer. Jedenfalls, er wurde ein Lord of Cinder, indem er eben die Flamme neu entfacht hat. Er hat erkannt, dass wir ein Unkindled sind. Das ist wahrscheinlich sowas wie in Dark Souls 1 die normalen Untoten. Man erkennt es halt einfach. Und er sagt, wir sollen ihn uns genau anschauen, weil das passiert mit dir, wenn du ein Lord of Cinder wirst. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Also, 5 Throne für 5 Lords. Und die braucht es, um die Flammen, um die Flamme wieder zu entfachen. Knowest thou of our purpose? Okay. 5 thrones, the fast fading, a reenactment. So it is, I may be but. Ich bin nur klein, aber ich werde als ein Koloss Do sterben. not be away over long. Do not be away over long. Also der will, dass wir auf jeden Fall zurückkommen. So, bevor wir mit der Alten reden wir nochmal. Gucken wir erst nochmal hier rein. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Ach, hier geht's wieder runter, ne? Toll! Immer später lang. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. That's right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? Der ist auf jeden Fall collapsed. Der hat was vom Crestfallen von Dark Souls 1. Also er ist auch ein Unkindled. Wir alle sind Unkindled anscheinend. Und er findet es offensichtlich ziemlich scheiße, dass die Unkindled sich auf die Suche nach den Lords of Cinder machen sollen. Visions of Hollow, you don't deserve this. Wo war ich denn jetzt? Genau. Er findet es ziemlich scheiße offensichtlich, dass die Unkindled, also wir, uns auf die Suche nach den Lords of Cinder begeben sollen, sie zu ihren Thronen zurückholen sollen. Obwohl wir so klein und schwach und wertlos sind und die Lords of Cinder einfach so groß und stark genug vor allem, um die Flamme wieder zu entzünden. Das macht ihn offensichtlich ein bisschen fertig. Trotz diesem ultra fetten Schwert und dieser recht netten What Rüstung. a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit. What Also a so- sick basket talk. Das ist ein kranker Scherz, dass wir uns auf die Suche nach den Lords of Cinder begeben sollen. Findet er.
Da sitzt auch noch jemand. Hallo. Oh, die ist wohl blind. Pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the Schrein. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Also sie ist wohl einfach nur eine Maiden, eine Maid, eine alte Maid, die dem Firelink-Schrein oder vielleicht auch den Lords gedient hat. Und wir sollen ihr Seelen bringen, damit sie uns eben Dinge verkaufen kann. Wir können ihr auch Sachen verkaufen. Wir reden erst einmal mit ihr. One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Wenn uns ihre Waren nicht gefallen, können wir ihr Umbral Ash bringen. Und damit würde sie dann neue Waren bekommen. Ich bin mal gespannt. Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, Ashen One. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Sie ist wohl sehr seelenhungrig. Und im Grunde genommen hat sie uns gerade gesagt, dass wir unseren Soapstone, also unser Zeichen, auslegen sollen, um mehr Seelen zu bringen. Was ein dezenter Hinweis darauf ist, dass wir anderen Menschen helfen sollen, um somit Seelen zu farmen. Das würde ich echt gerne mal machen. Also bei manchen Bossen, wenn wir dann irgendwann unseren Soapstone haben, können wir das echt gerne mal machen. Okay, das hatten wir schon. So, wir gucken mal, was die Alte hat. Sie hat 3 Embers für jeweils 2500. Jawohl. Repair Powder. Lightly enchanted golden powder. Repairs equipped weapons and armor as long as they haven't already broken. Use of a weapon depletes its durability, eventually causing it to break. As long as weapon is not broken, its durability can be restored at a bonfire, but for distant journeys, one may wish to prepare ahead. Okay. Purple Moss Clump. Also im Grunde genommen steht ja, dass halt deine Waffe durch Benutzung kaputt geht und solange sie nicht gebrochen ist oder also wirklich zerbrochen ist, können wir sie mit dem Repair Powder wieder reparieren. Purple Moss. Medicinal Purple Moss Clump reduces poison build-up, cures poison. Poison builds up in the body. When it breaks out, it causes gradual damage over a period of time. Kennen wir. Poison can be exasperating, so be sure to carry sufficient moss clumps when traveling to a blighted area. Ja, wahrscheinlich wird es wieder diese scheiß Blight Areas geben. Er hat da schon so einen Bock drauf. Warm Pebble emitting beautiful phasing aura of 7 colors with a very rare 8th. Eine sehr seltene 8. Color gibt es da auch, für 8. Farbe. The Prism Stone does nothing special but can serve as a path marker, or perhaps dropped off a cliff to judge height by the sound of its descent. If a loud noise is heard upon its landing, then a fall from the ledge is surely lethal. Also je lauter der Stein klingt beim Herunterfallen oder beim Aufschlagen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sterben.
interessant. Soul Arrow, Elemental Sorcery, fires a Soul Arrow. To use sorceries, equip a staff and attune a sorcery. Ja. Ein Seelenpfeil ist Elementarmagie. So, den brauchen wir irgendwann. Key to the decrepit tower behind Firelink Shrine, which leads to the Bell Tower. The Bell Tower is the grave of Firekeeper's past. When a Firekeeper has served her purpose, she is led to true darkness, where she enjoys a long-deserved sleep. Also das ist der Key zu dem alten, zerstörten Turm hinter dem Firelink Shrine. Das ist der Bellturm und wahrscheinlich ist da ein Firekeeper drin. Dried Finger. Online Play Item. Dried Finger with multiple knuckles. Used to strengthen connection to other world, allowing the summoning of a third Phantom. Also damit können wir dann einen dritten noch beschwören, wenn wir schon beschworen wurden oder jemanden beschwören möchten, wie auch immer. Bone Fragment reduced a white ash. Reduced to white ash. Return to last bonfire used for resting or to the shrine of bonfire. Bonfires are sustained by bones of the undead. In rare cases, their previous owner's strong urge to seek bonfires enchants their bones with a homeward instinct. Also mit diesem Homeward Bone können wir zum letzten verwendeten Bonfire zurückkehren. So, ich schaue mir jetzt nicht alles an. Chain Armor. Da können wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch eine Information für das Spiel. Also halt, ne? Chainmail Helm of thin interlinking rings of steel. Popular to its ease of crafting, respectable damage absorption and lightweight. Also es ist eine sehr leichte Rüstung mit einer ordentlichen Schadensreduktion. Knights may favor imposing armor, but for warriors on the battlefield, that which keep them alive as armor is enough. Okay. Also Ritter würden lieber eine imposantere Rüstung wählen, aber Krieger auf dem Schlachtfeld nehmen eine Rüstung, die sie einfach nur im Leben hält. Ups. Okay, hier steht überall das Gleiche, nehme ich an. Gloves made of soft leather. Ja, das ist überall das Gleiche. Inexpensive wooden arrows. Weaker arrows that can be easily purchased in bulk. Simultaneously equip up to 2 types of arrows and switch between them as needed. Okay, wir können eigentlich, also wir leveln erstmal auf und dann kaufen wir vielleicht schon mal ein paar Pfeile, weil Pfeile sind immer praktisch. Eine Fackel wäre auch nice. A simple makeshift torch made from an oily rag wrapped around the end of a stick. Torches, such as these, are the easiest way to illuminate one's surroundings, but their use comes at the cost of occupying a hand that would otherwise be free. Can be used as a rudimentary weapon to inflict fire damage. It possesses no skill, being an ordinary basic tool. Also das ist eine ganz einfache Fackel. Der einfachste Weg, um dunkle Orte zu erhellen. Allerdings müssen wir dafür halt eine Hand opfern. Also nicht eine Hand opfern, wir verlieren die nicht, aber wir können halt zum Beispiel kein Schild oder keine Waffe in der rechten Hand tragen, je nachdem, wo wir die Fackel nehmen. Das ist ein Talisman, Sorcerer's Staff, das ist eine Halberd. This long-hilted weapon mixing spear and axe, ich sollte weiterlesen als nur ein Wort, is difficult to handle, requiring both strength and dexterity. Was brauchen wir denn dafür? Steht das hier rechts? Ne, gucken wir gleich mal. Can be thrust like a spear or swept sideways like an axe, making it a versatile weapon effective against multiple foes. Skill? Charge. Hold spear at waist and charge at foe. Use strong attack while charging to extend the length of the charge. Also, das ist eine Hellebarde, eine Mischung aus Speer und Axt und kann eben auch so verwendet werden. Wir können einmal stechen und einmal schlagen, wie mit einer Axt. Der Skill nennt sich Charge, also sowas wie
Aufladen nicht, sondern es ist wahrscheinlich eher so ein Sturm, nach vorne stürmen. Wir halten den Speer auf Hüfthöhe und rennen auf einen Gegner zu. Mit der starken Attacke können wir dann die Länge unseres Schlags oder die Länge unseres Ansturms erhöhen. So, das ist ein Short Sword. Small curved sword that excels in swift movement and consecutive attacks. The scimitar flesh-rending slash attacks are greatly compromised against armor and tough scale-covered hides. Skill Spin Slash. Slice into foes with a large spinning motion and follow with strong attack for a spinning vertical slash. Das ist der Scimitar, der Säbel. Das ist eine sehr, sehr schnelle Waffe. Ist wohl gut gegen Rüstung und dickes, schuppiges Fell oder schuppige Haut. Der Skill ist der Spin Slash, also der Drehschlag, wenn du so willst. Das heißt, wir drehen uns und schwingen dabei unser Schwert. Und wenn wir dann noch eine Starkattacke machen, dann machen wir noch so einen Vertikalschlag. Klingt erstmal interessant. Ist halt eine richtige Deckswaffe dann. Okay, das ist das. Das hat auch den Stance. Das kennen wir ja schon vom gebrochenen Schwert. Oh, Entschuldigung. Okay, Heal 8 haben wir. Der Small Dagger, ja. Gut. Okay. Gut, das sind nur die einzelnen Bereiche. Wir können ja aber auch was verkaufen. Und zwar, was haben wir denn? Wir haben Ember, wir haben Feuerbomben, wir haben einen Titanite Shard, keine Schlüssel. Wir können das Broken Sword verkaufen. Es gibt nur 3 Seelen, aber hey, immerhin besser als nichts, ne? Ich glaube, wir können die Sacred Chimes auch. Ich meine, der hat einfach nur besseres Scaling als unser Talisman, aber ganz ehrlich, ich verkaufe die jetzt einfach. Aber was will ich damit? Was will ich damit? So, das ist unsere Rüstung, die brauchen wir noch. Die hat nichts mehr zu sagen, das heißt, ja, halt's Maul, ey. Hol dir selbst Seelen, faule Sau. Praise the sun. Ach, das ist doch kein Bonfire, wie ich gedacht habe. Was steht hier? Try Mount. If only I had a poison gas. So. Achso, da können wir nur switchen. So, wir sprechen mal mit ihr. Ah. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Okay, also sie ist auf unserer Seite bis zum Ende. Und sie sagt, die Lords of Cinder müssen eben zu ihren Thronen zurückgebracht werden. Und sie ist ein Firekeeper, das heißt, sie kann auch, also sie kann, glaube ich, das ist eben wieder das, was auch bei dem Schmied eben war. Entweder sie verstärkt unser erstes Flask, damit es mehr heilt, oder sie gibt uns eben eins mehr. Ich weiß es nicht genau. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Also als Unentzündeter sind wir ein Gefäß für Seelen, das kennen wir ja schon, und wir sollen ihr mehr Seelen bringen, damit sie uns zeigen kann, was es heißt, stärker zu werden durch diese Seelen. Okay. Das hatten wir schon. Level up. Then touch the darkness within me. Ja, wow. Take nourishment from these sovereignless souls. Also wir sollen die Dunkelheit in ihr anfassen. Was auch immer sie damit meint. Okay, ich würde sagen, wir können doch einiges vergeben. Wir machen mal 2 auf Dexterity, dann sind wir auf 13. Können wir noch 2 vergeben. Vielleicht Faith noch auf 14 bringen. Hätten wir auch den. Ne, das lassen wir erstmal.
Attunement ist okay und die Endurance auf jeden Fall auch hoch. Ja. Okay, gut. Lassen wir es erstmal so. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Ja, farewell. So. Ah, okay. Embed the coiled sword. Das ist doch ein Bonfire. Okay, cool. Jetzt haben wir das Bonfire angemacht. Rested Bonfire. Ah, und jetzt können wir auch... Jetzt können wir Spells verteilen. Jetzt können wir unsere Storage Box organisieren. Können wir den Undead Bone machen und wir können traveln. Gut, es gibt hier jetzt nur die High Wall of Lothric. Da waren wir ja. Achso, genau hier. Symmetry of Ash. Da gibt es diese beiden. Und den Firelink Schrein. Und es gibt die High Wall of Lothric. Da waren wir wohl... Ach, das war da hinten, ne? Ja, okay. Das war da oben. Gut. Da ist der Schmiedi-Boy. Da gehen wir nichts machen. Und dann kaufen wir uns erstmal ein paar Pfeile. Ja, halt's Maul. So, und Bogen hat natürlich nicht die alte, ey. Was ist ja nicht gut? Wir kaufen mal genau 100 Pfeile für 500 Seelen. Das ist okay. Habe ich die jetzt? Achso, ich kann nur 99 mit mir tragen. Entschuldigung. Wir haben halt noch einen gestort. Das ist okay. Tja, und jetzt, wo geht's lang? Wir können hier hinten raus. Ne, da können wir nicht rausgehen. Wir können hinter dem mal rausgehen. Oder wir gehen mal hier unten. Da unten ist nur der Jump. Wir gehen mal hinter ihm raus. Wir gucken, was da ist. Gab es da noch so den einen oder anderen Weg, den wir gehen konnten? Hinten, da klingt es irgendwie nach Gegner. Ist auch direkt ein Platzdane, okay. Achso, hier ist aber gar nichts. Toll. Hätte ich mir auch sparen können. Danke. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da oben vielleicht. Da oben ist ein Loch. Vielleicht kann ich da rauskommen dann. Wenn ich irgendwie mal reingekommen bin. Wo geht's denn lang, meine Freunde? Vielleicht hier? Nein, da geht's noch runter. Dann gehe ich mal bei ihm lang und guck mal, was hier sich hinter dem Sprung verbirgt. Das ist auch nur etwas, wo wir schon waren, hä? Ja, natürlich, war ja klar. Super! So, das war ein Blatt. Wie ist der denn hier gestorben, bitte? Ah, er hat gekämpft. Gegen wen auch immer er gekämpft hat, ich möchte es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Dann kriege ich nur Paranoia hier unten.